Die sehen nicht gerade aus wie die klassischen Burger, schmecken aber besser. Die haben nicht die gleiche Form wie die runden Burger, sind aber handgemacht und viel besser. Dieser Ofenburger hat alles drauf, was einen glücklich macht, also den Mund ganz weit auf und genießen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes benötige ich 500 Gramm Mehl. In das Mehl mache ich eine tiefe Mulde hinein. Ich nehme einfach so einen Esslöffel und drücke etwas das Mehl an den Rand. In die Mulde gebe ich dann ein Päckchen Trockenhefe mit einem Teelöffel Zucker hinein. Darauf gieße ich jetzt 270 ml lauwarme Milch. Und das Ganze decke ich so circa 5 bis 10 Minuten ab. Nach 10 Minuten hat die Hefe schon angefangen zu arbeiten. Das erkennt ihr daran, dass in der Milch-Hefemischung sich so ganz kleine Bläschen gebildet haben. Und dann gebe ich die restlichen Zutaten hinein. Erstmal das Ei. Die Maschine schalte ich erstmal auf niedrigster Stufe ein, gebe noch 1,5 Teelöffel Salz und einen halben Teelöffel Oregano dazu. Das Ganze wird erst auf niedrigster Stufe und dann auf mittelhoher Stufe verknetet. Sobald sich das Mehl mit den Zutaten verbunden hat, erst dann gebe ich 50 Gramm weiche Butter hinzu und der Teig muss jetzt ungefähr 10 Minuten lang kneten. Es ist wirklich wichtig, dass ihr den Teig sehr lange knetet. Falls ihr das Ganze mit der Hand macht, braucht es natürlich deutlich länger. Nach 10 Minuten ist der Teig bei mir auch schon fertig. Mit ganz wenig Mehl löse ich den Teig vom Knethaken und forme mir jetzt eine schöne Kugel. Der Teig ist sehr weich und elastisch und sollte nicht mehr allzu sehr kleben. Mit ganz wenig Mehl lasse ich den Teig jetzt so circa eine Stunde lang aufgehen. Nach genau einer Stunde geht es dann weiter. Dazu nehme ich ganz wenig Mehl auf die Arbeitsfläche, drücke mir den Teig etwas flach. Ihr müsst ihn auch gar nicht mehr großartig durchkneten, nur flach drücken und grob dann in circa 10 bis 14 Stücke einteilen. Ihr könnt entscheiden, wie groß ihr sie haben möchtet. Mögt ihr lieber etwas kleinere, dann macht sie in 14 Stücke, 13 Stücke, je nachdem. Mögt ihr etwas größere Stücke, dann in 10 bis 12, je nachdem, wie ihr gerade Lust und Laune habt. Forme mir dann jedes einzelne Stück dann zur Kugel, den Teig immer von innen nach außen kneten, ruhig auf der Arbeitsfläche vielleicht nochmal zur Kugel schleifen, auf Seite stellen und das mache ich dann mit den kompletten Stücken. Dann fange ich wieder mit der ersten Kugel an, mit ganz wenig Mehl auf der Arbeitsfläche, dann dünn ausrollen. Jetzt nicht zu dünn ausrollen, dass euch der Teig reißt, so ungefähr 1,5 bis 2 cm sollten sie schon dick sein. Jetzt kommt Hackfleisch ins Spiel. Mein Hackfleisch habe ich nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, mehr nicht. Und davon gebe ich jetzt ca. 1 bis 2 Esslöffel, je nach Größe des Teiges, in die untere Hälfte des Teiges und klappe das einmal zu. Nicht fest zuklappen, sondern nur ganz leicht, dass euch dann beim Backen später die Spalte wieder aufgeht.
Erst wenn ihr alle fertig habt, werden die Burger gebacken. Dazu habe ich ein Ei und ein Esslöffel Milch miteinander verquirlt. Das wird dann drauf gestrichen und mit Sesam bestreut. Das Ganze kommt dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten, bis sie goldgelb gebacken sind, je nach Backofen. In der Zwischenzeit mache ich schon mal die Burgersoße, dazu einmal Mayonnaise. Ich hatte in dem Fall jetzt keine Mayonnaise da, sondern nur Remoulade, auch nicht schlimm. In eine Schüssel geben, dann gebe ich etwas Senf hinein, ein paar Gewürzgurken, etwas rote Zwiebeln, dann noch ein Esslöffel Gewürzgurkenwasser hinzufügen, das Ganze miteinander vermischen und dann ist die Soße auch schon fertig. Wer mag, kann das Ganze nochmal mit Salz, Pfeffer, Paprika und Knoblauchpulver abschmecken. So, meine Burger sind genau nach 20 Minuten fertig. Die könnt ihr jetzt ganz leicht, wenn sie nicht so heiß wären, aufmachen. Ihr könnt auch ein Messer zur Hilfe nehmen und gebe als erstes, da fällt mir das schon fast aus der Hand vor lauter Hitze, als erstes Cheddar-Käse mit hinein und lasse das Ganze nochmal ein paar Minuten abkühlen, bevor es weitergeht. Ihr könnt da alles Mögliche reinmachen. Ich habe jetzt Tomate, Gewürzgurke und Salatblätter noch genommen. Ihr könnt die Burger natürlich auch etwas abkühlen lassen, bevor ihr sie befüllt, aber ich wollte sie in dem heißen Zustand unbedingt mit dem Cheddar-Käse befüllen. Dann kann er etwas in dieser, solange sie noch heiß sind, etwas schmelzen. Dann ist es besonders lecker. Wisst ihr, wenn Käse so schmilzt, lecker. Wenn ihr dann soweit alle befüllt habt, wird dann jedes einzelne nochmal von innen mit der Mayonnaise bestrichen. Bevor ihr reinbeißt, könnt ihr die selbstgemachten Ofenburger nochmal in die aufgepeppte Mayonnaise hineindippen und dann endlich genießen. Ich freue mich, wenn ihr die nachmacht. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar bzw. ein Feedback, wie euch die Ofenburger geschmeckt haben. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Rabea. Bye bye.